Hi, mein Name ist Jason Greatrex. Willkommen zum Rede, Südwestspanien, Guadiana Fluss. Es ist Donnerstag, 9 Uhr, am 4. offizielles Trainingtag. Um diese Uhrzeit haben wir schon 30 Grad und mit 40 Grad angesagt, es wird ein heißer WM. Insgesamt 32 Teams nehmen teil an der 2010 WM. Heute und morgen sind die letzten Chancen, Geräte, Montagen, Köder und Futtertaktik auf Vordermann zu bringen. Wir haben uns verabredet mit dem DAV Champions Team Deutschland am Sektor E und werden die Mannschaft begleiten über die nächsten 4 Tagen und genau über die Schulter gucken. Mehr Informationen zu der Strecke hören wir gleich vom Nationaltrainer Peter König. Aber lass uns erstmal die deutsche Mannschaft vorstellen. So Peter, du bist seit eineinhalb Wochen jetzt an der Guadiana Fluss. Was war deine erste Eindrücke von der Strecke? Ja, also wir sind angereist am Donnerstag, letzte Woche, also jetzt vor einer Woche. Im Vorfeld hatten wir eigentlich sehr wenige Informationen über den Fluss. Wir waren der Meinung, es wäre ein Fluss, aber es ist nicht ganz so, es ist ein angestauter Fluss. Also man hat keine Fließgeschwindigkeit. Geschwindigkeit hat der Fluss nur durch Windeinfluss, also eine Strömung entsteht durch Windeinfluss. Wir gehen also von einem stehenden Gewässer aus, mit einer Durchschnittstiefe von 1,50 Meter bis 4 Meter im Uferbereich und 6 bis 8 Meter auf Distanz von 35 Metern, also Matchrutenbereich. Es ist so, dass der Fluss also angestaut ist, dass ein tiefer Bereich links Richtung Staumauer, also A-Sektor ist tiefer und beinhaltet auch die größere Anzahl an großen Fischen. Und Richtung E-Sektor wird es flacher. Der Fluss, also diese Staustufe, ist durch 3 Brücken, Autobahnbrücken geteilt. Das heißt, wir werden also den Bereich in 5 verschiedene Sektoren beangeln, die aber auch räumlich voneinander weit getrennt sind. Dazu kommt noch, dass wir hier von einem Naturfluss ausgehen. Das heißt, die Plätze sind zwar vorgegeben durch eine Plattform, die man aus Beton gemacht hat, dass der Angler bequemen Platz hat, aber der Untergrund ist sehr hart. Es ist also steinig, wie spanischer Untergrund, der Boden ist sehr hart. Wir finden hier keinen Torfboden vor oder weichen Untergrund. Wir haben überall harten Boden und steinigen Boden. Das heißt, je mehr wir ins Flachwasserbereich kommen, umso steiniger wird es.
Deswegen finden wir auch im oberen Bereich des E-Sektors Fischarten wie Barben vor. Also die Hauptfischart hier in dem Fluss sind Uklei. Uklei bis 60 Gramm. Dann Katzenfisch ist extrem dominierend, von 60 bis 150 Gramm. Und dann natürlich die begehrten Fische sind natürlich diese Karpfen von 600 Gramm bis 6 Kilo oder Karauschen von 100 Gramm bis 1 Kilogramm. Also das ist schon Exemplare. So, und die Barben, in der Regel werden Barben gefangen von 800 Gramm bis 2 Kilo. Und die bewegen sich aber im oberen Bereich, D-Sektor, E-Sektor, die Barben. Also nicht im tieferen Wasser. Ja. Übrigens über die Information, bevor du nach Spanien gekommen bist, wenig Information. Wo kriegt man diese Information? Die Informationen sind so durch halt bekannte Angler, man kennt sie über Jahre schon, über viele Jahre. Ich habe sehr gute Kontakte nach Portugal und Portugal ist hier nicht weit weg, Merida ist ziemlich nah an Portugal heran und da habe ich von den portugiesischen Freunden im Februar auf einer Messe erfahren, dass man hier viele Wettkämpfe angelt auf der Strecke, deswegen sind die Plätze vorgegeben. Und dass man hier halt auf viel Ukleis angelt oder dann auf Karauschen und Katzenfisch. Und diese Information hatten wir im Vorfeld, und auch etwas über die Köder, dass halt Hauptköder die Maden sind, aber auch viel mit Wurm, was auch für die Karausche spricht. Und jetzt seid ihr so 1,5 Wochen hier. Wie ist es gelaufen? Was habt ihr täglich so durchschnittliche Gewichte gefangen? Ich muss sagen, wie ich schon erwähnt habe, dass die Strecken halt sehr unterschiedlich sind. Unterschiedliche Tiefen. Wir haben im B-Sektor, morgen dürfen wir noch mehr in den A-Sektor, wo die meisten Fische im Moment sind. Also von B Richtung E-Sektor wird es etwas flacher. Der B-Sektor ist etwas eingegrenzt von den Fischen, weil das ist ein sehr breiter Bereich. Da ist keine Schilfinsel im Mittelbereich, also die Fische sind sehr weit weg. Die größeren Fische kommen sehr spät am Nachmittag erst Richtung Ufer. Dort war der Hauptfisch die Uklei, da haben wir 6 bis 8 Kilogramm Uklei gefangen. Im C-Sektor ähnlich. Aber da haben auf der Matchrute dann die Katzenwälze dominiert. Man konnte Katzenwälze fangen, also 3 Stück haben ihr Gewicht von 100 Gramm. Ja. Also eine hat ein Gewicht von 100 Gramm, also man kann sagen, und 3 Ukleis in Deutschland mit 33 Gramm im unteren Bereich. Das wiegt sich auf. Man kann mit Katzenfische ein gutes Gewicht fangen, aber auch mit Ukleis. Je nach Windverhältnissen ändert sich das. So, jetzt morgen haben wir nur einen Trainingstag noch. Muss jetzt eigentlich ein Plan sitzen. Jetzt habt ihr einen Plan, fester Plan. Man muss last minute ein bisschen trainieren morgen. Es ist so, wir haben halt, man hat 3 Optionen. Man hat die Ukleis, man hat den Katzenfisch und man hat die großen Fische. Karpfen und Karauschen und die Barbe. Und wie halt, das ist sektorenbedingt. Morgen dürfen wir in den A-Sektor nochmal auf viele Fische erwarten. Andere Nationen haben da bis über 20 Kilogramm gefangen. Und das sind halt große Karauschen, Karpfen und Barben. Wir werden morgen halt auch mit der Kopfrute diesen Bereich stark beangeln. Und haben aber schon das Konzept für die mittleren Sektoren, für den Wettkampf fast stehen, dass also Matchrute oder Uklei in den ersten 3/4 Stunde das Maß der Dinge ist. Wir wissen, dass in der letzten Stunde die großen Fische Richtung Ufer kommen. Und dann muss man halt sehr Acht geben, dass der Futterplatz gut aufgebaut ist an Ködern, dass die großen Fische zum Beißen kommen. Es ist nicht wie in Deutschland, wie bei uns, dass die Fische über Futter aktiviert werden. Hier im Süden von Europa werden die Fische über Köder aktiviert. Da muss man halt gut arbeiten in den letzten Stunden, dass der Platz gut aufgebaut ist. Ja, heute, ich bin das erste Mal heute. Ich sehe bei der Mannschaft richtig gute Laune, merke ich richtig gute Laune. Ich sehe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Seid ihr zufrieden? Ja, mit eurer Trainingwoche auch und jetzt? Ich muss auch sagen, dass wir eigentlich das Team von Charakteren sehr gut zusammenpasst, gut zusammengestellt ist. Wir haben neue Leute dabei, was in der Regel immer nicht einfach ist, die zum ersten Mal überhaupt international unterwegs sind. Sie haben sich sehr gut eingegliedert, wirklich sehr gut eingegliedert, haben natürlich von unseren alten Hasen wie Marco und Ralf sehr profitiert von Stefan, was die Matchschutenangelei betrifft, haben sehr gut zusammengearbeitet, Uklei-Technik verbessert und das hast du richtig erkannt, dass die Stimmung relativ gut ist. Wir haben auch gute Ergebnisse jeden Tag erzielt. Die Fanggewichte wurden besser, die Montage wurden besser, das Handling dieser Wildkarpfen wurde besser. Also wir sind also guter Dinge. Aber wie gesagt, die Strecke ist halt sehr eigenartig, hat ihre eigenen Gesetze. Es gehört auch ein bisschen Glück von Losen dazu. Ja, super.
Gut. Dankeschön. Wieder. Kat, Bier trinken. Und wie Peter gerade gesagt hat, morgen geht's für Deutschland oben in Sektor A an den letzten Trainingtag. Am Donnerstag haben wir zufällig Belgien an der gleichen Platz, wo Deutschland trainieren würde, Freitag gefilmt. Wie man sieht, es ist Donnerstagnachmittag und Temperaturen sind am 40 Grad. Die nächsten 3 Minuten werden wir sehen, warum Sektor A als Big Fish Sektor bekannt ist. Big Fish ab 1,5 Kilo dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten Drillzeit. Natürlich zeigen wir nicht jeder Drill in voller Länge, aber ich kann dir jetzt sagen, dieser Drill hat 6,5 Minuten gedauert. Wenn man nach 6,5 Minuten den Fisch am Netz verliert, ist das schon ärgerlich. Hier werden wir jetzt sehen, wie man sich Zeit lässt. Something taking your elastic away. Wie ihr vielleicht beim letzten Angler gesehen habt, benutzt Gerd ein sogenanntes Pullabang-System. Diese Methode ist sehr beliebt an den Karpfen-Commercials in England. Es erlaubt die Angler, die Elastik zu sehen und mehr Kontrolle über die Fische zu haben. Der Vorteil dieser Pullerbangs ist, du kannst leichtere Gummis benutzen für kleinere Karpfen, aber du kannst stramm ziehen für Bonusfische. Man braucht dann nicht größere Fische an langere Kopfruten zu drillen oder zu cashen. Damit ist man schneller, hat bessere Kontrolle und sicherlich weniger Brüche an deiner Kopfrute. Als Nationaltrainer ist es eigentlich Pflicht zu gucken, was diese Jungs machen. Diese alten Hasen sind schon lange im internationalen Geschäft.
Hier werden wir 5 Minuten schauen, Will Raisen beim Anfuttern und zum Schluss der Chip mit der Zwille an der Matchrute. 13 Bälle auf 13 Meter für größere Fische. Will futtert kurz aus der Spitze, aber wir sehen, er hat noch nicht die Extension drauf. Futtermäßig hat die meisten Teams die gleichen Futtersorten benutzt. Ich weiß, Deutschland und England haben die gleiche Mix für die 13 Meter Spur. Mehr dazu nachher. Sicher bin ich nicht, aber ich glaube, wie die Route durchbiegt, hier kommt Futter mit Mucken im Einsatz. Hier kommt die erste Futterbälle für die Angeleis auf die 8 Meter Bahn. Die besteht aus Sensor Surface und roter Tressix. Tressix ist ein Farbe und Wolkenbinder, die sieht die Angeleis am Platz. Hier biegt sich die Route nicht so durch. Hier kommt geklebte Maden im Einsatz. Geklebte Maden hat eine sehr wichtige Rolle gespielt bei dieser WM. Die Länder, die haben wenig oder gar keine Erfahrung mit dieser Köder hat, wird es sehr schnell merken. Links von Will Raisen sehen wir das Schiff mit der Zwille auf der Matchrute. Diese Matchrute-Bahn würde 25 bis 30 Meter entfernt. Und hier darf man nicht sparsam sein mit Futtern.
Ja, zu dem Futter, was wir hier benutzen, wir haben hier zwei Komponenten. Einmal den Bereich, wo wir Angelais fischen müssen. Dort wird das ganz normale Angelei-Futter benutzt. Dieses Angelei-Futter kann man hier in zwei verschiedenen Varianten einsetzen. Einmal mit Erde, damit man schneller ins tiefere Wasser kommt, um die größeren Angelais tiefer zu fangen. Oder an der Oberfläche, dass das Futter auseinander spritzt, um kleine Fische oben zu halten. Und die größeren Angelais halten sich knapp unter der Wasseroberfläche auf. Das ist so ein Bereich zwischen 30-40 cm, während das schwerere Futter dann weiter tiefer bei 1 Meter geangelt wird. Wir haben noch nicht rausbekommen, was das Allerbeste ist. Wir steigern uns eher in diese Tendenz rein, das Futter an die Oberfläche zerplatzen zu lassen, um eine große Fläche zu haben, um viele Fische zu aktivieren, weil jeder Sektor hier ganz unterschiedlich ist. Die Sektoren an sich, teilweise Flachwasser, tiefes Wasser, mehr Angelei, weniger Angelei, das ist eigentlich unser Hauptproblem, dass wir bis heute noch nicht wissen, welche Techniken wir einsetzen. Selbst innerhalb der Sektoren ist es unterschiedlich, ob man weiter außen oder weiter in dem Sektor drin sitzt. In manchen Bereichen kommen größere Fische schneller eingelaufen, wo man das mit Angelais nicht kompensieren kann, während andere Bereiche in den ersten 3 Stunden nur 1, 2 große Fische bringen, die vielleicht 3, 4 Kilo bringen mit ein paar Katzenfischen zusammen und wo man mit Angelei ganz bequem 7 Kilo fangen kann. Und von daher ist es schwer, das Richtige zu machen, auch im Rhythmus. Wenn man die Angelais befüttert, darf man keine Fehlzeiten haben. Das heißt, man muss ständig unter Futter bleiben und kann nicht nebenbei die anderen Fische befüttern. Mit der Startfütterung alleine reicht das nicht aus, wozu wir gleich zu den Startfütterungen für die großen Fische kommen. Wir benutzen hier einen Mix aus Karpfenfein, das ist ein relativ gut bindendes Futter, und dazu kommt noch das Karauschenfutter. Das Karauschenfutter in Verbindung mit dem Karpfen ist das eine. Wir haben eine sehr starke Bindung, aber ein sehr aktives Futter, was ständig am Brodeln ist. Das heißt nicht, dass grobe Partikel aufsteigen und wieder runterfallen, sondern das Futter ist ganz fein aktiv. So fast wie Sauerstoffblasen unter Wasser ist das Futter ständig in Bewegung und das lockt die Karauschen und die Karpfen besonders gut. Und wenn man dieses Futter zum Start einbringt, wird es eigentlich sehr stark komprimiert, dass man sehr feste Ballen hat. Dazu gehört noch etwas Mais mit zu. Diese Ballen werden zum Start eingesetzt, die dann wirklich 3 Stunden lang ihre Arbeit tun. Ständig ist es am Arbeiten und wenn die großen Fische kommen, können die in das Futter rein, um sich die groben Partikel wie die Maiskörner rausnehmen. Das ist aber nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste sind die Maden, die wir einsetzen müssen. Und die geklebten Maden einzubringen, das ist eigentlich der I-Punkt. Es gibt noch etwas anderes. Wir sind noch dabei, mit den geschnittenen Würmern und Mückenlarven und Erde zu arbeiten, weil der Katzenwels hier auch nicht ganz ohne ist. Es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass man die Matchrute weiter draußen auf die Katzenfische angelt, gelegentlich noch einen Karpfen oder eine Karausche mitfängt und dann in der Halbzeit zu der Kopfrute wechselt, wo dann die größeren Fische kommen. Wenn das alle funktioniert, ist es ein ganz einfaches Angeln, aber es ist eben so, dass manchmal die großen Fische nicht kommen und dann stellt man sich ganz hinten an. Und deswegen ist die Angelei auf den Angelei auch sehr wichtig. Und das ist die Problematik, wo wir noch nicht wissen, was wir einsetzen sollen. Ansonsten mit dem Futter, denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Nur welche Technik die richtige ist, das wird sich am Sonntag zeigen. Ob Frankreich auf der richtigen Weg war? In einem Kurzgespräch, Diego da Silva sagt uns, dass das Team hat Probleme mit der Karpfentaktik. Und wie Deutschland, Frankreich hat keine oder weniger Gewässer mit Karpfen. Er meint, Frankreich würde eine Kleinfischtaktik einsetzen. Eine Taktik, was in der Vergangenheit sehr erfolgreich für Frankreich war, aber hier in der Guadiana
Nach unserer Beobachtung, es sah nicht aus, ob Didier Delanoy ein Problem mit Karpfen hatte. Guido Nullens von Belgien hat uns gebeten, eine Aufnahme mit T-Shirt zu drehen. Bitte schön, Guido. Ein sehr großer Favorit in diesem Wochenende ist Team Italia. Die Jungs waren hier letzte Monate an der Strecke bei der International Comic Cup. Mit früher Welt- und Europameister Falsini, das Team hat 5 Tage Vorbereitung bevor die Event. Diese Woche mit einem sehr großen Team im Rücken, Italia haben gute Chancen. Gleich hören wir mehr vom Senior Falsini selbst. Liebe Zuschauer, jetzt finden wir am Gewässer bei Team Italia ein Training Camp, letzter Trainingtag. Ich habe bei mir, you have to help me with this name, Englishman and Italian name. Wait, Jacopo Falsini. Perfect. Jacopo Falsini, Team Italy, also known the man behind Comic in Italy. And would you tell us a few impressions from the water, from the venue? I think that it's a nice venue. Yeah. There are a lot of type of fishing. We can choose with a match or the long pole for carp or on the short for bleak. And I think that it will be very difficult to understand the way during the match to follow the right way. Because at the beginning, during the training, we didn't catch a lot of big fish, just in the last hour. So I think that we have to see where we will be in the section. If we are in the middle of the beginning or the end of the section, I think there will be more big fishes. So we are not sure, but we have to talk tonight. But we will prepare the Matchrute about 25 meters for catfish, and we hope some carp, and the long pole, and the whips, and the short pole for bleak. Okay. I normally ask other teams now where they get their information, but Italy, a few of you guys, was you here with Belgium last month? Yeah. Last month. How was fishing then? Was it better, more fish? Totally different. Totally different. There were no bleak, any one bleak here, and just mule hybrid and carasses. Yeah. So I think that the fishing is changed. Yeah. And when you go out fishing for the bleak, during the session we hear that in the last hour the big fish come into the swim. How will you decide whether to stop fishing for bleak? We have a big staff behind us, so they know our position in the sector, and if we choose to start the bleak, we continue to fish the bleak until we lose too much position. Yeah. If the big fish come in the swim and we lose some position, I think that we have to change the tactic. We have to go for the big fish. Okay, but if you just fish for the 3 hours for bleak and no sign of the big fish, you still are going to catch a big weight. With
just bleak? Today I fish for 2 hours and 20 minutes, and I have near 5 kilos of bleak. That's very good. So you're looking at 6.5, 7 kilos in 3 hours. Yes, but I catch two carp. Oh. So the last half an hour. So it's not so easy. Yeah. It's not so easy. So it's going to be a big risk. And a good team. You need a good team behind you. Yeah. Yeah. I Have you- think that it's very important the guide behind us. Yeah. Have you decided on who will start fishing tomorrow? Which 5 anglers? Yeah. Gabba, Sorti, Ballabeni, Defendi, and me. Okay, good. We wish you all the best for the weekend. Thank you very and thank you very much. Thank you. Thank you very much. Auch nicht fremd an dieser Strecke, der Portugiesisch. Die haben auch teilgenommen an der International Comic Cup hier in Merida letzten Monat. Mit der portugiesischen Grenze nur 60 Kilometer entfernt, sicherlich gehören diese Mannschaft zu den Favoriten dieser Wochenende. Beim Training am Donnerstag haben die ihre Fische gefangen, aber das ist die Endbox in der Großfischsektor A. Ah, die Schweizer Cowboys sind in der Stadt. Hier sehen wir den aktuellen Weltmeister Igor Popotov aus Russland. Igor scheint ein bisschen genervt zu sein. Es klappt mit der Zwille nicht, wie er wünscht. Ja, Mensch. Ja, Grammzahlen hier an dem Gewässer benutzen wir von 4x14 bis 1,5 Gramm. Je nachdem, wie stark der Wind ist und halt die Ukeleis halt hier aktiv sind. Wenn die Ukeleis nicht da sind, nehmen wir halt hier 4x14. Haben wir hier eine Kette mit 10er Schroten, die oben hin enger sind und nach unten hin immer weiter auseinander sind. Dass halt die Absinkphase sehr langsam ist, weil die Fische reagieren hier sehr aufs Anheben, fallen lassen, anheben, fallen lassen. Da ist es wichtig, die Bebleiung sauber, dass sie sauber absinken kann. 20er Hauptschnur. Denke ich mal, nach den letzten Tagen sind wir auf die 20er Hauptschnur gegangen, weil die Fische doch enorm kräftig hier sind. Zwischen 16er und 18er Vorfachschnur. Hakengröße haben wir zwischen 16 und 12. Relativ stabile Haken, weil heute habe ich mal wieder am eigenen Leibe erfahren, dass sie dir einfach den Haken aufbiegen, die Biester. Ansonsten
Hier ist die schwerere Montage. Das ist von der Bebleiungsart identisch, nur halt alles schwerer. Dass man halt nur, wenn die Windphase größer ist, stärker ist, zentrierter auf den Punkt noch fischen kann. Weil das Leichte ist nachher dann zu unkontrolliert, beziehungsweise wenn die Ukeleis am Platz sind, genau das gleiche Spiel. Dann ist es besser, erstmal schnell vorbeizukommen. Und dann wird halt die Grammzahl genommen. Was noch ein Vorteil oder wichtig ist, sind Posen mit Innenführung. Das ist hier sehr wichtig, weil die Fische teilweise, wenn sie richtig kräftig nach außen schwimmen und du ihn eventuell verlierst oder so, oder durch die Schläge reißen sie dir da die Öse raus. Deswegen sind Innenführungen sehr wichtig. Hohlantennen, dass du sie sensibel ausbleiben kannst zur Halb, hier wo das Schwarze halt ist, wird sie ausgebleibt, dass du die leichten Tuckbisse siehst von den Karauschen. Und beim Karpfen ist nachher eh egal, aber bei den Karauschen, das ist wichtig, dass man halt diesen kleinen Anzupfer sieht. Und Kohlefaser, auch wichtig, dass das Spiel von der Absinkphase also fällt anders ab, er stellt sich, du siehst im Absinken die Bisse besser durch den Kohlefaserkiel. Und wenn leichter Wellengang ist, hast du durch den Kohlefaserkiel auch immer eine leichte Bewegung drin, der den Köder immer attraktiv, ohne dass man damit arbeiten muss, in Bewegung bringt. Dicke Gummis, Hohlgummis von 2,0 bis 2,5 werden hier eingebaut. Teilweise über 4 Teile, damit halt die Fluchten wirklich abgefangen werden von den großen Fischen, weil der größte, den ich hier gefangen habe, 3 Kilo, was ich gesehen habe von den Leuten hier auch nur 3 Kilo, aber es sind hier Fische drin bis 5 Kilo und die hältst du nicht mit einem dünnen Gummi. Tja, die Matchrute, auch noch eine Option, aber allerdings nur in meinen Augen für die erste Stunde. Hier trainiert die Czech Republic. Der Betreuer hat sich gemütlich gemacht. Er sitzt nämlich in der ersten Reihe. Und er erlebt einen persönlichen Lehrgang mit englischer Angler des Ship bei Angelei Angeln. Das ist unter besonderem Druck beim Training. Nicht immer auf der Startliste für England, aber ich glaube ein Feststein für die Zukunft. Des hat die Aufgabe heute, Uckel zu fangen. Ich habe nach dieser Angel einen Termin mit Des, kann er mehr erzählen. So, liebe Zuschauer, wir sind mit einem alten Freund von uns, der Chip. Wir haben letzten Monat hier in England einen Bericht mit Des gemacht. Das kommt auch auf Champions Team. Und Des hat ein bisschen Zeit aus vom Training genommen, würde ein paar Fragen von uns. So, Des, thanks a lot for taking a bit of time out. It's hard switching from English to German, isn't it? So, you and the team now been here for 2 weeks now, haven't you? Nearly, just under, yeah. You want to tell us your views on the... It's a good venue, I think. I think it's going to come down to bleak fishing.
And I think there'll be a little bit of waggler fishing involved. I think it just depends whether people can catch bleak or not. Like today, I've caught 6 kilos odd of bleak. So, but if someone catches a big carp and a couple of hundred bleak, they're going to beat you. But it's whether they catch this big carp. So it's a very technical match. To be honest, there's lots of things that can happen. But it's a good venue, and hopefully it'll take the pressure after the last week and it'll fish well Saturday and Sunday. Right. Have the bleak been there all the whole 2 weeks, or are they they're in certain areas. There's a couple of areas we fished the last couple of days, and we've struggled to catch them. This is obviously quite a good area today, but you just don't know. I think a lot of the teams are going to feed for bleak and see if they're there. If they're not there, they're going to fish a waggler and a 13-metre pole. But if the bleak are there, you're going to be catching weights, holding with people? Maybe, yeah. I mean, today I've had 6 kilos 400, and most, I think, I've beat a couple, but that's because they've had the people that have had a couple of big carp. Now, if them carp are small, you beat them. So it's a bit of it's a bit of up and down. So. But it's going to be a technical match. Look, it's got sections of 16. So you'll obviously have your bank walkers going up and down, and we know how many bleak are a kilo, and the bank walkers have to play a major part tomorrow, I think. Yeah. So you're deciding whether to break up your bleak technique exactly. and go if they say, well, hang on, you just carry on bleaking or come off the bleak and fish for some carp. Yeah. It's going to be very, It's quite a risky tactic, isn't it? It is, yeah. Right. But to win, sometimes you've got to take your chances. Yeah. So we can see what colour the feed is here. Yellow. It's just a problem with the camera. Bit of red wine. Would you say the stretch? Yeah, we've just been over the section. Would you say it's fair? Is it going to be a peggy draw? Or as you can see, as we can see down this way, there's a big bay. We fished in that area on Wednesday, and it was difficult. Yeah. The people that were in the bay really struggled. As you go out round the point, there was more big fish, more carp, more crassio. In the bay, there seems to be a lot of catfish, and that area seems to have no bleak. Yeah. But with the 16 pegs now, because the sections are cut in half, I think it makes it a little bit more fairer. Yeah. If it was 30 odd pegs, and there was maybe 20 in the bay, that can't compete with the rest of the section out of the bay. Yeah. So I think it'd be quite a good World Championships. Yeah, good. And, a lot of people here saying that the fishing is quite well here. Yeah. Any news? Will you be starting for England tomorrow morning? Yes. You are? Yes. Oh, there you heard it. First on German champions team. So you're fishing? I am fishing. That's good news, isn't it? Good news. Good news. Good when news. did you find out about that? About 5 minutes ago. Oh, brilliant. So, and it's very difficult in our team, as you can understand. You got 5 really good anglers in me. Yeah. So it's a result. It's very difficult because we got to try different things during the week. Yeah. And if you do the wrong thing on the wrong day, then you don't catch any fish, and it probably goes against you in a way. Right. It's a good result for me. Right, and Des, thanks for taking time out to talk to us, and all the best for the weekend. Thank you very much. All right, thanks very much. Okay, see ya. Mate. That was good news starting tomorrow. Yeah. Brilliant. I thought I messed up, to be honest. Yeah? I should have caught more bleak.
thanks very much for taking 2 minutes time with us. Yeah, more than welcome. Could you give us a few impressions to the venue over the last training week? Yeah, actually it's one of the longest venue ever in the match fishing history. 5.5 or 6 kilometers with quite long distance in between the pegs and some big gaps in between the sections. So when you ask me about the venue, I can talk about 2 or 3 different venues. Actually, this A section and the section up, the E, is full of fish. The middle sections are more difficult, especially the shallow areas. So it will be, as I see now, it's only Thursday, but as I see now, it will be minimum 2 or 3 type of fishing what we have to do to have a good result. Okay. You've been here for 1 week, or have you been longer than 1 Now week? we arrived 10 days ago. Yeah. We practiced out of the venue, which was quite similar concerning the size and the type of the fish, but it was totally different concerning the bottom and the current. We were fishing on a moving water, and now it's more or less like a lake. Yeah. But at least we had an idea about the elastic, the hook size, the line size, what we need for the match. What weights have you been averaging in the week, each angler? As I mentioned, there are different areas, and in the good areas we are okay to go up to 10 kilos, as we see now. Actually, we never had an end box or an end peg, so we don't know how the Belgian guys can catch 20-something kilos a couple of boxes away. But this 10 kilos seems to be quite okay in the areas where we fished. Maybe we will be surprised, positive or negative way at the weekend, but at the moment that's what we can do. Okay. Would you say the sections are fair within the sections? Are they fair? I would like to say yes, but I can't. Oh, okay. It's definitely not. Mainly because of the difference in the depth, but for some other reasons as well. We find sometimes 2 or 3 guys of our team, we fish totally the same way. We know each other for 10 or 15 years. We know that it should be the same result at the end, and we find that there are some big differences. We don't know the reason yet, but it seems that when the match starts, when the training session starts at 10:30, there is a group of fish on some pegs, and some other pegs, the fish are not there. In the last hour, we catch all the same, but in the first 2 hours, not. Okay. And this way, I couldn't say that it's even for everybody. And what species of fish will play the main role this weekend? Yeah, we can talk about 4 species. The most important is the carp. Not only the weight of the carp, but the number of the carp is growing as well. So it will be a carp match, definitely. There are some carassios. We look to them as a bonus fish because in the beginning there has been 5, 6, 7 carassios per person, per an angler. At the moment we can catch 1 or 2 in a 3-hour session because the carp, I would say, disturb or take the food in front of them. Catfish is everywhere, but they are not so big and not so aggressive. They feed quite soft, quite careful, and for this reason you cannot catch a big weight of them. You have to wait with the bite, and you can't use an aggressive tackle. And there is the bleak. Bleak is, as we see, maybe we are not right again, but as we see, it's less and less every day. Definitely you can catch a few kilos. Even in an hour you can catch 2 or 3 kilos if you have a good hour, but I still expect the match as a carp match. The carp, yeah. Have you had the same situation? Have the carp been in this section today? Have they been there throughout the session, or have they moved in at the last hour like we have seen down on the lower sections? All the venue we can say as a significant fact that most of the fish has been caught in the last 1 hour. Yeah. In the last hour you catch more in the second half. So even the last half an hour will change a lot of things on the match, it's for sure. You can be in the middle, I mean in the result, in the middle of the section, even the last few anglers after 2 hours, and you can win the match in the last hour, it's for sure. Have you found a way to select the bigger fish when they're there? We tried some bigger rig, I mean bigger hook and more bait on. Several worms like an octopus, but if it's too aggressive, not so many bites. So at the moment we are not sure. We are not
yes, we are not sure how to choose the big ones. We catch everything what comes, but big one coming as well. So it's not Looking so bad. forward to the weekend. Yeah, I can't wait. I would be happy if we would start tomorrow. Actually. What teams would you say we need to watch this weekend? What teams, apart from the normal favourites, Belgium, Italy, have been practising often. Have you had the opportunity to fish here before this practice session? We had, but we never tried, and very easy to say why. A couple of weeks ago, this World Championship was still in Ciudad Real. Yeah. So it's something very new for us, and there was a match, an open match, the Comics Cup, but we had a serious Hungarian competition, a part of the national individual championship. We can't miss that. So it was no chance to come, unfortunately. Concerning the teams, we have to watch them, not on the weekend, but during the week. And we watched Belgium, we watched English, Italy and Spain. These are the 4 favorite teams for us. We would say that if we can beat all of them, then almost sure that we win. So that's what we say. Okay. But I can't say something like sometimes you can, that if somebody beats Italy, he's the world champion. I don't think so. Italy, Belgium, England and Spain are the 4 favorites for us, and we try to be in between them somewhere. Hey guys. Thank you very much for taking time, and all the best for the weekend. Yeah. Okay. We try our best. Okay. Thank you. Dieses Jahr werden die 5 Sektoren halbiert. Das heißt, es gibt 10 mal 1 Punkte, 10 mal 2 Punkte und so weiter. Vorteil vom Halbieren von Sektoren sind, dass die Sektoren fairer sein sollten. Letztes Jahr in Holland waren die Sektoren in 3 geteilt und ist allgemein nicht gut angekommen bei den Teams. Halbieren scheint ein guter Kompromiss zu sein. Komplette Sektoren würde viel mehr Glück gebraucht, um einen guten Platz zu lösen. 6? 5 or 6. Yeah. And this. Okay. This is 5. Okay. You happy with your draw? Yeah. Yeah? I hope the carp will there. Yeah, I hope so too. Have fun. Okay, thank you. Jeder Angler hat 2 Stunden Aufbauzeit. In dieser Zeit kommt Futtercontroller. Laut SIPS, das sind die International Regeln für Angeln, ist 17 Liter Futter erlaubt. Mais, Lehm, Madenkleber, Kies, Muckentrenner etc. gehören alles zu dieser 17 Liter. Captain, you happy with the draw? Happy with the draw? Yeah. Durchschnittlich bei dieser Weltmeisterschaft hat die meisten Angler 9 bis 10 Liter Futter für die 13 Meter Bahn und die Matchrute Bahn und ca. 6 Liter Ukelei-Futter. Ist ein Angler mehr als 10% rüber, bekommt er eine gelbe Karte plus 5 Punkte Strafe. 2 gelbe Karten über die Wochenende und ist er disqualifiziert. Erlaubte Köder ist 2,5 Liter. Davon darf maximal 500 Milliliter mucken. Alle Köder müssen in sogenannte SIPS-Dosen gefüllt. Es erlaubt dem Kontrolleur einen besseren Überblick. No, tú estás aquí, chico, tú estás aquí con él. Lo que se vea, el resto nada, ¿eh? 10 liters then. How's your draw, mate? We don't really know. Will Raisin hat 10 Liter Mix für die 13 Meter Matchrute Bahn und 6 Liter Ukelei-Futter. Dies besteht aus Sense Surface und roter Tressix. Wills Ukelei-Mix ist extra nass gemischt. Etwas, was man bei keiner anderen Mannschaft zu sehen war. Auch anderes sind die Anteile an tote Maden. England hat am Tag 1 500 Milliliter Joker, 1 Liter lebend, halbe Liter tote Maden und halbe Liter Würmer.
Nach der Futterkontrolle darf der Angler erst jetzt sein Köder und Futter vorbereiten auf das Fischen. Ab jetzt darf keiner mehr Futter oder Köder in die Box reingebracht. Und Futter darf man nur mit einer Sprühflasche nachfeuchten, aber wirklich nur nachfeuchten. En la parte de arriba busco una bolsa y es fuji. Venga, ves echándole en un lado. Tira del papel. Vale. Y ahora el otro, ¿verdad? Cógete un poquito de tierra y archívalo ya y ya te lo metes en el pan. Un poquito solo. Wir befinden uns in Sektor D, wo Marco Beck Platz D6 gelöst hat. Hier sehen wir, wer alle links von Marco sitzt. Ja, ich habe hier einen ganz besonders schönen Platz. Links neben mir ist ein Ausflussrohr. Das heißt, alles, was von der Stadt kommt, fließt hier rein. Der Boden ist absolut glatt und so schwach nach draußen abfallend und ein weicher Boden. Das hatten wir im Training nie. Wir hatten im Training immer nach draußen einen tiefer werdenden festen Boden. Und ich denke, dass das hier der ganze Dreck von der Stadt ist. Das kann positiv sein oder negativ. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich setze mein Futter so einen Dreiviertelmeter kürzer und setze direkt on top auf die 13 Meter die geklebten Mahnen ab, um dann dort die Karpfen und Karauschen zu fangen. Ich werde starten mit der Rolle am Slider. Ich habe hier in dem Bereich im Training auch größere Fische gleich zum Start bekommen in den ersten 10 Minuten. Ich hoffe, das funktioniert. Und wenn nicht, geht das eben auf die U-Gleis und dann im richtigen Wechsel. Und ich hoffe, dass ich nachher ein paar dicke Fische an die Angel bekomme. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber das ist das Risiko. Mit dem Kapitän ist abgesprochen. Ich soll es so machen. Und damit habe ich den Rückhalt. Und wenn es nicht klappt, bin ich nicht der Doofe. Rechts von Marco sitzen Jakobs aus Belgien und die Italiener Sorti. Mit Weltmeister Slowakei, die Ungarn und ehemaliger Weltchampion Will Raisin im Sektor hat Marco eine harte Arbeit vor sich. Will fischte 13 Meter Bahn für die ersten 15 Minuten, aber regelmäßig futtert der 8 Meter Bahn mit Angelei-Futter. I know he was very confident, Will. No, there's no bleak coming out up there. Sein Nachbar aus Kroatien, Perez, hat ein Karpfen von 4 bis 5 Pfund drauf. Wenn dein Nachbar so einen Fisch in den ersten 30 Minuten fängt, kann das gar nichts gut sein für das Selbstbewusst. No, he's got it. No round of applause. Von Will ist keine Reaktion zu sehen. Er hat sich jetzt entschlossen, auf die Angelei zu angeln. Hier geht eine Maschine im Gang. Will ist hochkonzentriert, seine Augen verlassen nie die Pose und seine Ohren hören nur auf seine Bankrunner.
Dieser sieht so aus, auch Beigröße, der Marco ist dabei, der kommt mit der Angelei, aber nur maximal 1 bis eventuell 2 Mit einer guten Karpfen an der Matchrute in den ersten 15 Minuten und ein paar Wälse, Marco konzentriert sich jetzt auf die 13 Meter Bahn. Mit dieser Stückzahl kann man ein bisschen durcheinander kommen. Man weiß nie, ob 16 Uckerleis gefangen würde oder 16 Karpfen, außer wenn man die ganze Zeit hinter die Angler steht. Hier weiß ich aber, dass Marco einen Karpfen von ca. 2 Pfund, ein kleiner Karpfen und Welse hat. Die Nachbarn Rex aus Belgien und Italien haben nur Uckerleis gefangen. Marco liegt deutlich vor. Und jetzt ein schneller Blick in die andere Hälfte vom D-Sektor. Die Plätze D17 bis D32. Auf D32 der Waliser Darren Frost, der Spanier auf D31 und unser Freund Flemming Eriksson aus Dänemark an D30. Platz 27, Gomez aus Portugal. Hier scheint es ein bisschen ruhiger zu sein. Übrigens, die spanische Mannschaft hat ihre Ausscheidungsangel an dieser Strecke nur 3 Wochen früher. Das zusammen mit vielen Zuschauern, ein guter Los, sicherlich ein großer Vorteil. Und hier an D22 sehen wir eine perfekte Demonstration von der Franzose Stéphane Potelet. Vielleicht liegen die Kleinfischpläne von Frankreich doch nicht verkehrt. Als wir unseren Weg zurück nach Marco laufen, finden wir Dragos Popa auf D10 mit gestreckter Gummizug. Dieser Drill hat über 5 Minuten gedauert.
¿Tenemos no? ¿Qué pasa? Voy ahí, que esto se acaba a las 2. O antes. Pues yo creo que se acaba a las 1:30. Und hier hat Sorti 2 Plätze rechts von Marco auch die größeren Fische gefunden. Es scheint, die großen Fische haben die Zuschauer weggelockt von Will Racing. Mit 1,5 Stunden hinter uns, Will versucht erneut auf der 13 Meter Pole. Und dann passiert Folgendes. Der dritte Teil von Marcos Kopfrute ist glatt durchgebrochen. Die Teil ist runter die Gummi gerutscht, aber Fisch, und es scheint ein guter zu sein, ist noch dran. That's a short swing fishing. A large stick float. Sean hated out the shore, just as I was there, and I think he was really responsible for the pressure. And he asked me to not take photos. And it happened to this. It's amazing that elastic hasn't cut through the broken bit, isn't it? No, that's right. Ein kleiner Applaus zeichnet, dass Marco die Fisch gecachet hat. Und wir machen unseren Weg, so wo der Action ist. He's got it. Yeah. Yeah, but what's he going to do for his next trip? In diesem Video werden wir sehen, wie die deutsche Mannschaft die großen Fische drillen. Diese Methode ist einmalig und nicht zu sehen von anderen Teams. Die Teammitglieder stehen auf und laufen zurück in die Box und dann nach vorne wieder, um die Fische zu cachen. Warum? Marco Beckhams Stefan Posselt hat mir erklärt. Erstmals, sagt Marco, da gibt es bestimmt bessere Methoden, um die Karpfen zu drillen. Aber weil in Deutschland wenig Karpfengewässer für Stipper gibt, wir haben einfach nicht die Erfahrung mit der Karpfenangel. Diese Methode hat Marco erstmal gesehen in Paris. Jean Disquet hat es gemacht, um eine gute Brasse zu fangen in der letzten Minute bei einem Wettkampf. Wir haben uns erstmal ein bisschen lustig gemacht, erklärt Marco. Aber nach einer Gesprächsmission, ein jahrelang Übung am Gewässer, ich bin sehr zufrieden mit dieser Methode. Stefan erklärt mir den Sinn hinter dieser Drill. Wenn man zurückläuft in der Box, die Winkel zwischen die Route und der Montage ist mehr, als wenn man am Kiep bleibt. Mit einer gierigen Winkel sieht man die Karpfen hoch am Wasser. Wir wissen alle, dass die Fische das nicht wollen, ein Kampf dagegen. Lauft man zurück, sieht man die Fische mit. Klar ist noch Zierkraft nach oben, aber deutlich weniger. Die Priorität ist, die Fische weg vom Futterplatz zu bringen, und nach unserer Erfahrung das schaffen wir schnell mit dieser Drill. Stefan erklärt weiter. Die Fische schwimmen meist in Richtung Ufer, wobei wir dann nach vorne gehen.
Teile von der Kopfrute abstecken, um die Winkel noch gieriger zu halten und catchen, wenn die Fische an die Oberfläche kommen. Angeblich geht diese Technik nicht um Schnelligkeit, aber nach die 4 Tage am Wasser mit Videokameras, ich meine, diese Methode ist deutlich schneller als andere Technik. Sicher vielleicht nicht, wir würden sehen verlorene Fische, aber andere mit Pullerbanks oder die am Kiep bleiben, haben auch ihre Fische verloren. Wie Marco damals haben ein paar Zuschauer, Reporters und Angler ein bisschen lustig gemacht über diese Technik. Aber ich glaube, viele von diesen werden es auch probieren, wenn nächstes Mal im Gewässer. Dieses Signal bedeutet 5 Minuten noch bis Ende. Oh, der ist zu groß. Der ist zu groß. Der ist zu groß, der geht nicht. Marco bleibt bei seinem Wort. Und mit nur 90 Sekunden noch bis zu Ende meint Marco, dass dieser Fisch vielleicht zu groß ist. 1 minute. 1 minute. Ja, super. Das ist auch Feierabend. Also jetzt geht doch, Alter. Nee, jetzt geht ja wieder. Maschinen. Beim Endsignal, was im Netz ist, darf man behalten. Was im Wasser ist, muss auch dort zurück nach Landen. So, Marco, muss man so sagen, war auf Platz 6 im Sektor, also nicht am Endplatz gesessen. Der Endplatz konnte hier mit 8.100 Gramm nur den 3. oder 4. Platz belegen. Marco hat von Anfang an konzentriert gearbeitet, war der einzigste im Sektor, der mit der Matchrute begonnen hat, was auch unser Sinn war, in dem Bereich eine Matchrute zu beginnen, war auch gleich belohnt worden dafür. Sein erster Fisch war ein Karpfen von 1 Kilogramm und dann noch ein paar kleine Katzenwälse, die ihm in der ersten Stunde die Führung schon im Sektor beschieden haben. Ja. Dann haben wir kontinuierlich den Platz weiter aufgebaut mit geklebten Maden, mit Mais und haben wirklich intensiv den Sektor beobachtet. Da war es so, dass in der Mittelzeit, also in der 2. Stunde, viele Barben von außen hereingekommen sind. Auch hier hat Marco bewiesen, dass er auch ein Top-Angler ist, hat seine Barbe gelandet. Und wir haben dann rechtzeitig umgestellt und haben auf die Karpfen gesetzt mit abgekippten Maiskönnern und immer kontinuierlich mit geschnittenen Würmern und vor allen Dingen mit geklebten Maden im schönen Intervall von 5 bis 7 Minuten die Kopfrutenplatz und der Futter behalten. Und so hat sich der Platz immer mehr aufgebaut, was die Nachbarn eigentlich versäumt haben. Und der Marco konnte in der letzten Stunde wirklich sich über alle Angler hervorheben, hat einen Karpfen nach anderen gelandet, hat eine sehr, sehr gute Leistung hier gezeigt. 5.800 hören wir gerade von Will Raisin. Das ist das Gewicht von Sorti, die Italiener, und auch Wills linker Nachbar, der Kroatier, Perez.
Wenn Will über 5800 Gramm kommt, dann hat er den 5. im Sektor und ein garantierter Platz morgen im Team England. Für 100 Gramm weniger bringt Will auf 7. Platz und damit 7 Punkte. John, der Vater von Will Raisin, rechnet, wo Will jetzt liegt. Und noch wichtiger, wo England jetzt liegt. Frankreichs Jean Disquet und Steve Gardner diskutiert gerade, wie man richtig Uckerleis angelt. Steve, every time the same mistake. Every time. It really is the same hook. Yeah, but it's a mistake. Alan's got. If I'm with you in the practice, I'm sure everybody's fishing 16 because I'm sure. Well, somebody just told me as well. But also, and after when you make this, not so much ground weight. Yeah. Too much ground weight. Yes. Yes. Just a little. Yes. Yes. Just wait. Yes. You need to catch one bleak each minute. It's like fishing. Crazy away we said today. I knew it straight away. Remember this. More. Well, win. It's good. 19. No. 21. No, my dad. 21. 21, John. Der Block C haben alle Beteiligten, die im Sektor C gesessen haben, auch die Trainer gesagt, der Sektor C ist von der Struktur her der schlechteste Sektor. Man hätte ihn besser aufteilen müssen. Und auch hier war uns das Losglück auch nicht hold. Es hat den René sehr weit nach hinten gesetzt. Durch diese Biegung, man sieht es auch, wenn man die Ergebnisse anschaut, dass eigentlich Angler, die vom Namen her nicht so bekannt sind, dort das Maß aller Dinge waren und die großen Fische gefangen haben. Auch René kam nicht an den großen Fisch. Viele Fische, aber zu kleine Fische. Der Schweizer Andrea Forni auf C24. Trotz Marcos Bruch an der Kopfrute und hier an Andres Kescherstab, wir haben von weniger Bruch gehört über diese Wochenende. Unglaublich bei dieser Fische. Der Ungarn im C-Sektor auf Platz 29 bekommt 5 Punkte in der Tasche. Joe Adriano auf C19. Als wir mit den Kameras auftaucht, war Joe schon 20 Minuten im Gang mit diesem Fisch. Und in 20 Minuten kommt eine Menge Zuschauer zusammen. $5,6 Kilo und der größte Fisch von der Weltmeisterschaft 2010. Ich glaube, Joe grinst immer noch heute. Wir wollten gerade los zum anderen Sektor, wenn 10 Minuten später Joe fangt noch einen. Speedfishing à la Karpfen.
You can go home now, Joe. You can go home now. Ja, hier muss ich Stefan ein Riesenkompliment machen, dass er am Anfang ein paar Riesenkarpfen, die geschätzte 3 bis 5 Kilogramm haben, verloren hat durch Schnurbruch oder ausgeschlitzt, hat er seinen Platz sehr, sehr gut bearbeitet, immer die Köderfolge beibehalten, geklebte Maden, was hier sehr wichtig war, Mais zum Abkippen, alles, was wir im Training erarbeitet haben, hat er voll umgesetzt. Und hat eine wirklich Top-Platzierung, den 3. Platz bewiesen, dass er ein sehr guter Angler ist und auch hier auf der Strecke sehr gut im Training gearbeitet hat. Aber leider Gottes hat es nicht für die 1 gereicht, aber eine 3 sind wir sehr, sehr zufrieden. Stefan verliert hier ein guter Fisch und dann noch eine Sekunde vom Schluss. Ganz schön ärgerlich, wenn man nur 730 Gramm hinter der Sektorensieger endet. Trotzdem 3 Punkte für die Mannschaft. No fuerte, coño. Mira. Und hier der Sektorensieger, Stefans linker Nachbar Jackie Belliard. Können. Die andere Hälfte vom E-Sektor sagt Steve Gardner, der nimmt 4 Punkte weg für England. E29, 30 und 31 endet allerletzter im Sektor. Der Holländer auf E30 nimmt leider nur 16 Punkte mit. Ein Result, was der Angler und Mannschaft nicht verdient hat. Platz E32 hat zugemacht am Endplatz und sah Gabber nehmen 3 wertvolle Punkte. Und Frank, was meinst du da oben? Ist er nicht an die großen Fische gekommen? Falsche Taktik? Was ist da oben gelaufen im A? Ja, leider ist Frank einer der wenigen Angler gewesen, die in der ersten Stunde keinen großen Fisch an den Haken bekommen haben. Es war so, der A-Sektor ist begünstigt durch viele große Fische. Und es ist so, dass in der ersten Stunde wirklich der Standfisch bei vielen Leuten da war. Warum auch immer, der Frank, wir wissen es nicht genau, hat in der ersten Stunde keinen davon abbekommen, sondern nur kleine Fische. Und das war der Unterschied. Ihm haben nach vorne für eine relativ sehr gute Platzierung 2 bis 3 Kilo gefehlt, das heißt 1, 2 Karpfen. Und es ist leider so geworden, dass der Frank dadurch benachteiligt war vom Fangergebnis. Er hat sehr gut geangelt, wirklich für seine erste Teilnahme. Er hat in der zweiten Stunde peu à peu aufgeholt und hat sich wirklich von hinteren Platz noch auf den Platz 11, sagen wir mal, gerettet. Ja. Dadurch, dass er viele mittlere Fische fangen konnte, wo die anderen die Plätze abgebaut haben. Aber leider war es so, er konnte keinen dieser Bonuskarpfen landen. Ja, hier war es so, im Sektor B sind die großen Fische erst sehr spät eingelaufen. Auch hier war wieder eindeutig zu sehen, dass der Uferverlauf hat die Plätze, die nach vorne waren und die im Bogen nach innen gesetzt waren die inneren Plätze benachteiligt. Leider Gottes, Ralf war auch wieder auf diesen Plätzen mitgesessen und dadurch hat alles versucht, hat wirklich gekämpft um jeden Fisch. Er hat auch Karpfen gefangen, leider nur die 200 Gramm Karpfen, wo andere 2 Kilo Karpfen gefangen haben. Das hat es in der Endplatzierung auch wieder leider bemerkbar gemacht, dass Ralf mit 4,7 Kilogramm nur eine hintere Platzierung machen konnte. Er hat von dem Fisch, von der Menge der Fische, war er einer der meisten Fänger im Sektor, aber leider war das Gewicht zu gering. So, liebe Zuschauer, wir befinden uns mit Mark Addy. Das ist der andere Manager from England, from Mark Downs. Mark, thanks for having a quick word with us. I know you're busy today. The team yesterday, they had a good day. They had a very good day yesterday. Can you give us a quick summary how it went?
Yes. First of all, we are fishing 3 disciplines. One is bleak, 13 metres and slider. And it depends on the angler and what's happening in his zone. And we have to look at this, the runners and the anglers themselves. We're doing 15 minutes on the long pole after the initial bombardment. Yep. And then it's either bleak if they're catching around you, or slider. Now that is a decision that we make, myself and Mark and Dick, and then we tell the anglers what to do. Where are England standing in the team classifications after yesterday? We are winning today by 2 points from Scotland and 6 points or 6.5 from Italy. Okay, individuals not looking too good, so I imagine you're going for a team, concentrating on a team gold today? Individuals don't really count for England. Obviously, 1 point is better than 10. Yeah. So if you have an individual winner, it's good. But we don't necessarily need individual winners, we need team goals. There's a lot of unexpected teams in the top 10, I think you agree. Does that make England's chances better? Well, I wouldn't say it makes them better. I wish all the teams were further back in points. But if you look at now at our home nations of England, Ireland, Scotland and Wales, we've all done well because it's a lot of carp fishing. And that's the reason. Yeah. Have you changed the team today? Well, yes, Williams dropped out. He was 7th yesterday. We made a rule that anyone above 5 points would have to drop out, and Stuart's in this time. And considering Will, the strongness of Will, although Stu Conroy, I think it doesn't matter what team you put together, they're a top team. Well, we try to keep it a top team. If you notice over the last few years, it's an experienced team. We haven't changed it much. I know 1 or 2 of them are getting older, but it's a very experienced team, very good. Yeah. Then we wish you all the best. This isn't actually the only championship going on today. There's a big game going on this afternoon. Will you get time to watch it? I don't know. We might get there late, but I think we'll watch a little bit of it on the television. It's England against Germany and the what's it called? The 8th finals, or what we call in Germany. This, what your prediction for the results? 3-1 England, easy. Thank you very much. Thank you. No Cheers, problem. Mark. Thank you, Mark. No problem. I told you that all week. Tag 2 bei der Weltmeisterschaft 2010, Sonntag. Und hier gleich Mr. Stuart Conroy. Der ersetzt Will Raisin als 5. Mann für England heute und hat sich gleich einen super Platz gelöst. Stu sitzt auf A17, Endplatz in dieser Hälfte vom A-Sektor. Dieser Platz hat gestern die 1 produziert mit knapp 15,5 Kilogramm für Victor Woman aus Bulgarien. Ganz leicht sollte Stu es nicht haben. Sein Nachbar Ian Hughes hat eine 1 gefischt gestern vermittels seiner Sektor im See. Team Wow steht momentan auf 4. Platz hinter Italien. Ian Hughes hat noch eine Hoffnung auf eine Einzelmedaille. Ich glaube, Ian wird sein Bestes geben, um Stu Conroy zu schlagen. Ian Hughes und Stu Conroy übrigens fischen für die gleiche Club in England. That's the only problem. And Ireland Nach nur 10 Minuten und es steht 1-0 für Wows. Natürlich lässt das Stu nicht gefallen und sorgt für was Größeres. Moment mal, die walisische Kopfrute wird langsam zurückgeschoben. Und hier sehen wir einen Doppeldrill. Schau mal, wie Stu seine Rute lang lässt und wie der Waliser eine Pullerbank benutzt. Stu Conroy und Alan Scotton sind die einzigen in Team England, die Pullerbank-System nicht benutzen.
Nou, die man die wist ook niet licht, hè? Yes, well done, Ian. Brilliant. Rechts von Ihren Hughes sitzt unser Freund aus Belgien, Gerd Jacobs. Gerd haben wir gesehen Donnerstag bei Training hier an dieser Plätze. We are fifth at the moment, and we are 8 points behind the leaders England. Now they're tough to beat, but you never know. 8 points is it is possible. You never know. Oh, we had some very good results. A section winner in 2 seconds, which is brilliant, of course. Then you're on your way to a first place. We also had one what was not good result. Couldn't have been a lot worse, but that's all part of the game, I suppose. And this is the difference between winning or being where we are at the moment, fifth. Yep. We've had, as a team, because that's the first thing I look at, as a team we've had a good draw. The guy who won the section is in, yesterday, he's in the C section now, somewhere in the middle. It'll be tough for him to win the section. The people who got second have both drawn quite well, actually, so maybe there's some possibilities there. We will see. Und hier auf A28 sitzt für Holland Dieter Friedrichs. In der gleichen Sektor als Stu und Ian, aber an der anderen Ende. Und an Endplatz A32 Rory O'Neill aus Irland. Der hat ein paar gute Fische in der ersten Stunde verloren, aber auch welche gefangen. Der A-Sektor liegt ca. 2,5 Kilometer vom B-Sektor entfernt. Wegen dieser Distanz waren wir gar nichts mit den Videokameras hier gestern. Aber heute sind wir hier, um Marco Beck zu begleiten. Marco hat leider nicht den besten Platz erwischt. Gestern von diesem Platz war 6 Punkte möglich, und das vom Home Nation Spanien. Trotz Fangen, es war schwer zu sagen, wie Marco in der ersten Stunde liegt. Peter König, Marcos Betreuer wieder heute, hat den Nachbarn links und rechts alle auf die gleiche Stand geschätzt. Schön, Max.
Arthur Kolka aus Polen endet diesen Tag mit 6 Punkten vom A14. Sektorensieger Jamie Mason, nicht nur die Tagesgewichtrekord, aber auch die höchste Gewicht an der gesamten WM. 28 Kilogramm, 220 Gramm. Marco vom A11 konnte leider nichts mehr rausholen. Er hat beide seine Nachbarn geschlagen und mit Abstand. Eng war es auch im Mittelfeld. Mit nur 1 Kilogramm zwischen Platzierung 11 und 6, ein guter Fisch, konnte man weit vorne kommen. Super. Und jetzt zurück an der anderen Hälfte Sektor D. Stu Conroy hat was Größeres an der Leine. Algo más de 3. Stu endet die Session mit 2,3 Kilogramm mehr als Ian Hughes. Hughes kassiert aber nur 4 Punkte. O'Neill aus Irland hat Dritte im Sektor und Dieter der Zweite und damit 4. Platz in der Einzelwertung von der WM 2010. Sektor E saß Ralf Helitschke auf Endplatz E1. Endplatz E16 würde ein besserer Los gewesen. Nachbar von Deutschland Gunnar Dietrich aus Österreich.
Nach einem schlechten Tag gestern, Weltmeister Igor Popotov zeigt, dass er das noch kann. Die 30 saß Steve Gardner. Steve hat eine unglaubliche Performance geliefert. Mit 14 Kilogramm, Steve hat seine Nachbarn mit Abständen von 9 und 11,5 Kilogramm geschlagen. Aua! Oh. Gewonnen in Obersektor D hat Cathal Hughes von Irland und damit eine Bronze bei der Einzelwertung. Do it after, I'm going for a swim. Go on then, go for a swim then.
Championship Trophy. Trofeo del Campeonato del Mundo por equipos entregado por Claudio Matteoli.